Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Das sind hier insgesamt etwa 19 Gramm Messingstaub. Wie dieser edle Staub zustande kam, seht ihr dann im Laufe des Videos. Ein Großteil der Gegenstände dieses Messing EDC ist modifiziert. Manches ist selbst gemacht und ich möchte gleich dazu sagen, dass EDC vielleicht nicht ganz der richtige Ausdruck ist. In der Zusammenstellung werde ich diese Gegenstände wohl eher selten tragen. Someday Carry oder STC passt dann etwas besser. Um alles nach meiner Zufriedenheit zusammenzustellen, habe ich sehr lange gebraucht. Chronologisch gesehen ging es Ende Januar 2021 mit diesem Kellnermesser los. Das habe ich für einen sehr geringen Betrag auf eBay ersteigern können. Ja, es ist nicht schlecht, aber einerseits ist es extrem schwergängig. Wir haben hier 0,8 mm hinter der Schneidphase und ich möchte es einfach nur als Beginn definieren, mehr nicht. Ich lege das jetzt auch mal weg. Ziemlich zeitgleich habe ich bei Fred Prana eine Olight i5T EOS in Messing gewonnen. Mittlerweile sieht die so aus, da habe ich mich an diversen Modifikationen orientiert, die ich in den bekannten Foren so gesehen habe. Allen voran Andreas Schielke und Andi Klüver. Garantiert ist mein Mod nicht so professionell, dafür ist es selbst gemacht und ja, ich bin wirklich sehr zufrieden damit. Das passt, die Optik gefällt mir. Als nächstes ein typischer Messing EDC Stift, das ist der Böker Kaliber 50. Den habe ich in einem Tauschgeschäft mit Niklas vom Kanal der Sonntagstester erstanden. Auch dieser ist modifiziert, wie man sieht. Der Stift ist jetzt insgesamt 8 Gramm leichter als vorher. Ja, er hat eine Art Steampunk-Optik erhalten. Hier war mal diese Schraube am Bajonettverschluss. Die fand ich zu spitz. Zudem hat die sich auch immer gelockert. Ich habe jetzt einfach eine ganz normale Schlitzschraube reingeschraubt. Die sitzt fest, man kann sie jederzeit nachziehen. Ja, fühlt sich einfach besser an. Gegen Ende Februar 2021 kam dann das Böker Plus Atlas in der Messing-Variante dazu. Das habe ich zerlegt. Klinge und Griff sind geätzt, passt sehr gut zum Böker Pen und auch zur Olight. Ist wirklich ein tolles Messer, ich kann es nur empfehlen. Ja. Jetzt habe ich hier noch Alternativen für das Böker Atlas. Und zwar 3 Stück. Ich werde jetzt nicht tief auf die Messer eingehen, aber ich verlinke euch dann die Videos dazu in der Videobeschreibung. Bei Interesse könnt ihr dann einfach mal reingucken. Zum einen habe ich hier ein gemoddetes Antonini Old Bear. Das passt einfach aufgrund dieses Messing Twist Lock. Ist ein schönes, kleines, taugliches Messer. Ja, kann ich auf jeden Fall empfehlen. Auch wenn mir Opinel persönlich immer noch lieber ist. Kleiner Querverweis. Ja, ansonsten gibt es hier das José da Cruz. Das ist für mich wirklich ein Geheimtipp, wenn man das irgendwie auftreiben kann. Ich habe es aus Frankreich bestellt. Man hat hier diese schöne Messing-Virole, die letztendlich so ähnlich funktioniert wie ein Viroblock beim Opinel. Dann kann man diese Klinge brunieren, das ist Carbonstahl. Ist ein tolles kleines Messer. Hinten habe ich noch ein Bead aus 2 Messingmuttern gemacht und einer Beilackscheibe. Ja, ebenfalls große Empfehlung, José da Cruz. Dann noch ein absoluter Klassiker, das BAK 112. Die Messingplatinen und die Backen sind hier aus einem Stück Messing gearbeitet, also auf beiden Seiten. Es ist sehr schwer, es ist sehr gut verarbeitet, man hat eine lebenslange Garantie. Also ist wirklich ein richtiger, toller Begleiter. Ja, aus diesen 4 Messern könnte ich jetzt auswählen, aber ich war noch nicht so ganz zufrieden. Es kommen dann auch gleich 3 Messer. Zuerst aber ein kleiner Ausreißer. Das ist ein Clipperfeuerzeug in Messingoptik. Ich denke mal, das ist beschichtetes Metall. Farblich passt es ganz gut zum Messing. Es ist zudem nachfüllbar und die Feuersteine sind ersetzbar. Zippo wäre natürlich ideal, aber vorerst reicht mir das so. Es sticht hier etwas heraus, gebe ich offen zu. Ich werde es optisch vermutlich noch mal ein bisschen anpassen, weil es glänzt schon sehr stark. Jetzt kommt etwas, das ich mir selbst gebastelt habe. Vielleicht kann man das hören. Das ist eine Do-it-yourself-Münze aus Messing. Ja, mein Problem bei Münzen ist immer so ein bisschen, dass ich mich mit den Motiven nicht so richtig anfreunden kann. Da habe ich mir dann einfach ein Stück Messing besorgt. Moment, die gibt es in diesem Format zu kaufen und ja, da habe ich mir dann eine Münze rausgefeilt.
Mein Kanallogo, auf der anderen Seite steht noch Knives. Ich denke, es ist so ganz gelungen fürs erste Mal und es ist wirklich was Individuelles. Das lief dann so gut, dass ich mich an die Beschalung eines Neckknives wagte. Das ist das Elite Force EF 714. Nichts Besonderes, wirklich nicht, aber ja, ich mag einfach Neckknives und das war dann so eine kleine Pflichtaufgabe für mich. Musste einfach sein. Ich denke, ich werde nochmal ein etwas besseres Neckknife ebenfalls mit Messinggriffen bestücken. Ja, mal sehen. Wie ihr alle wisst, bin ich ein großer Victorinox-Fan. Ich habe sehr, sehr oft mein altes Spartan mit dem Do-It-Yourself-Clip dabei. Und so ganz ohne Victorinox konnte ich mir die ganze Geschichte nicht vorstellen. Deswegen habe ich mir dann nochmal so eine Messingstange hier besorgt und daraus Griffschalen für ein Victorinox gemacht. Das ist hier ein ganz normales 91 mm Spartan. Jetzt hat es eben diese Messinggriffschalen. Geht wirklich relativ leicht. Also man muss nicht so viel machen. Man feilt, man bohrt, man sägt und dann hat man das irgendwann. Bei Interesse kann ich mal ein Video darüber machen. Die Oberfläche ist dann noch geätzt. Mit einer Rundfeile habe ich so eine ganz leichte Struktur aufgerollt. Ja, gefällt mir auch wirklich gut. Mein Spartan hat sich ein bisschen einsam gefühlt. Deswegen habe ich dann auf dieselbe Art und Weise noch ein Victorinox Classic gemacht. Ist eine schöne Ergänzung zum Spartan, ist eine kleine Schere dabei. Passt so. Zum Schluss habe ich hier noch ein kleines Behältnis aus Messing. Ja, das ist eigentlich für Rasierklingen. Das ist ein Geschenk eines Zuschauers. Auf diesem Wege herzlichen Dank. Da könnte man jetzt beispielsweise Tabletten oder ähnliches darin aufbewahren. Ja, lege ich auch mal hier hin. Hier noch eine Uhrenkette, die könnte man beispielsweise an Spartan machen. Ja, dann habe ich hier einen Messingring, der ist aus dem Sanitärbereich eines Baumarktes. Und ich habe noch eine Uhr, die passt optisch ganz gut. Das ist eine Gigondet, eine Taucheruhr, Gehäuse aus beschichteten Edelstahl. Ja, das war's jetzt. Im Bereich Messing EDC bin ich vorläufig zufrieden. Für das Ganze hätte ich noch so eine ganz normale Pouch. Da passt das hier eigentlich alles auch ganz schön rein. Könnte man jetzt zum Beispiel so machen. Ja, ist eine schöne Lösung. Vielleicht kommt da auch mal irgendwann was Edleres, irgendwie aus Leder oder so. Wäre vielleicht auch mal was ganz Nettes. Gut, wie gesagt, beim Neckknife überlege ich mir vielleicht noch mal was. Mindestens ein Victorinox werde ich noch mit Messinggriffschalen bestücken. Und vielleicht kommt auch dann irgendwann mal noch ein Zippo aus Messing dazu. Muss ich einfach mal schauen, weil das passt hier nicht so richtig rein. Okay, dann vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich wünsche euch alles Gute, bleibt gesund, bis zum nächsten Mal.